Guten Morgen Leute, hier ist der Theo wieder mit ein neues Video und eine neue Wanderung. Und jetzt bin ich gestartet in Schinwald. Und ich hoffe, dass ihr eine schöne Woche hatte. Denn es wird heute bis zu 15, 16 Grad, aber in vorheriger Woche hatten wir ja Frost, Schnee und Regen. Ne? Das war unglaublich kalt. Aber heute soll es wieder 15, 16 Grad sein. Unglaublich. Und wir haben heute eine Grenzwanderung. Ne? Die läuft den großen Teil über Deutschland. Wir sind jetzt gestartet in Schinwald, sagte ich schon, in den Niederlanden. Und werden da Richtung Gangelt gehen und ja, einige Dörfer in Deutschland antun. Und mal sehen, was alles zu sehen ist, ne, in dieser Wanderung. Die Sonne scheint, wie ihr seht. Ja, es ist wolkig, aber doch, die Sonne scheint auch. Und ich hoffe, dass die Wege, die Pfaden ein bisschen begehbar sind. Nicht zu matschig. Hier geht es einfach ein bisschen. Und vorne laufen auch schon Wanderer. Ne? Da sind mehr Leute unterwegs. Schöne Umgebung, Leute. Schönes Wetter für 27 November, ne? Spätherbst. Und wir werden heute um die 15, 16 Kilometer laufen. Und ich denke, es wird gehen heute. Kein Regen. Hier sieht man kaum durch den Blättern auf dem Pfad, ne? Und guckt die Bäume hier mal. Wow! Wow, wow, wow! Wir laufen mal drumherum, ne? Wenn der auf dir fällt, Junge, dann bist du gewesen, dann hast du es gehabt, ne? Wow, wow, wow. Ah, hier sind wir das Tal des Rodebeekes und der Rodenbach. Also ich muss hier links, aber man sieht kaum noch ein Pfad, ne? Alles voller Blätter. Und überall steht Naturschutzgebiet. Ich versuche mich jetzt in Komoot zu orientieren. Denn das hier ist schon schwierig. Ich denke, dass ich hier rauf muss. Nein, ich laufe weg von der Strecke. Oh mein Gott. Hier rauf wahrscheinlich. Ja, hier rauf. Aber man sieht schon, es ist verdammt schwierig. Ja, hier muss ich drauf. Hat mir vorher auch schon verlaufen, ein kleines Stückchen. Aber es ist... Und das geht ja hoch, ne? Und dann geht's wieder runter. Dann geht's wieder hoch. Und da ist ein, ich glaube, ein Feriengelände. So zu sehen. Ja, das ist ein Feriengelände. Und guck mal hier. Die Wand, wo ich hoch muss.
Hier kann man deutlich Ferien machen, stimmt. Hier soll etwas sein, Leute, aber ich weiß nicht was, aber ich werde mal schauen. Hier läuft ein Pfad. Steht ein Gebäude, Privatgebiet. Guck mal, hat sich einer eine Hütte gebaut, ne, im Busch. Okay. Ja Leute, hier sind wir an die Friedeskapelle. Welche Frieden weiß ich nicht, ja Frieden für die Welt steht da. Okay. Okay, ja okay. (2002). 2002, Leute. Naja. Ja Leute, nach 3,62 Kilometer bin ich über die deutsche Grenze und laufe ich jetzt in Deutschland. Es ist 16 Grad und das fühlt sich an wie Hochsommer. Ne? Vor 2 Tagen war es ja noch -3, ne? Mit Schnee. Ich werde das mal einblenden. Und heute fühlt sich das richtig an wie Sommer. Also ich bin eigentlich viel zu warm an. Aber kann man nichts machen. Ne? Das ist Spätherbst. Und die gazarische Mafia rührt in die Küche, ne? In die Wetterküche. Weil das ist ja nicht natürlich, ne? Das wissen wir ja. Aber die meisten Leute liegen ja noch in Dornröschenschlaf. Ah, die NATO, Restricted Area. Firearms are being used. Und gesperrtes militärisches Sicherheitsbereich. Die Wachen überführen Wachhunde. Unglaublich. Das ist die Nordatlantic Terrorist Organization, Leute. Wir nähern uns die 5 Kilometer Marke und hier ist das matschig. Und Leute, die hier mich sagten schon, ich werde ein Schwimmbad sehen hier. Also wahrscheinlich wird diese Tour auch zu den Touren mit den Schwimmbadern gehören. Den Schwimmbäder. Auf gut Deutsch, ne? Da liegen schon umgestürzte Bäume. Hier ist es tatsächlich sehr nass. Das ist verdammt nass. Hei, hei, hei. Da steht schon ein Schmetterling auf dem Schild. Ah, ist wieder Niederlande. Wald mit nassen Füßen. Ach so, okay. Hier ist wieder Niederlande. Das wusste ich ja gar nicht, dass wir wieder über die Grenze sind. Ich dachte, dass wir noch immer in Deutschland wären. Hier muss ich irgendwo rum. Ich werde mich mal an den Schild festhalten und um den Schild gehen. So, dann gehe ich um das Wasser rum, ne? Gut. Hier liegen Bäume. Also man kann es einfach nicht glauben, wenn man das hier sieht. Das habe ich geschafft. Also scheinbar sind wir hier wieder in der Niederlande. Die Grenze hier ist scheinbar fließend. Aber ich sollte noch ein Stück über Deutschland laufen. Naja, werden sehen. Dieses Stück ist 270 Meter und dann gehen wir wieder nach links.
Tja Leute, da stehe ich dann. Wow. Was für eine Strategie muss ich hier hinlegen? Ich versuche mal über die Seite. Das war gar nicht gut. Hier erlebt ihr mal, wie ich durch den Wald gehen muss. So mache ich das öfter in den Touren. Ne? Versuche irgendwo mich durch den Wald zu schlagen. Da gebe ich rüber. Hier gehe ich rüber. Gehe ich da rüber. Mal sehen, das ist noch viel zu nass. Gehe mal hier rum. Und ich schlage mich einfach durch den Wald. Ne? Ich weiß, wo die Straße ist, aber zurzeit ist es da zu nass. Jetzt muss ich wieder zurück Richtung die Straße. Heiliger Scheiße. Und hier ist das Pfad wieder. Und ich bin wieder zurück. Mache einen Umschweif durch den Wald. Wie geil ist das denn? Und das ist hier sehr matschig auf diesem Pfad. Und bleibt hängen in die Dornen, ne? Das Dornengestrüpp. Wow. Wow, wow, wow. Ich denke, der Seite haben mehr Leute gelaufen, glaube ich. Durch dem Gestrüpp. Na, weiß ich nicht. Ja. Hier ist es scheiße. Hier ist es richtig scheiße. Nein, das ist zu nass hier. Da steht Wasser. Da kann man nicht durchher. Scheiße, scheiße. Das ist ja Wahnsinn hier. Die Leute sagen, es geht irgendwie. Und jetzt hänge ich in die Dornen. Aber das irgendwie ist das Problem. Und hier hat jemand gelaufen. Siehst du? Da ist ein Pfad ausgetreten durch die Leute. Das Abenteuer ist jetzt richtig losgegangen. So. Das war auch mal wieder eine Herausforderung. Ne? So. Wir sind wieder auf und davon, Leute. Nach 5,37 Kilometer bewohntes Gebiet so zu sehen. Eine größere Straße. Das war schon der Hammer, ne? Wie ich da durch den Wald gelaufen bin. Heilige Scheiße, das habe ich nochmal gemacht. Ne? Also, eine große Straße. Und schon guck mal da, wie schön das gemacht ist, ne? Auf dem Durch.
So, mal eine kleine Pause, Leute. Ich hoffe, dass die Kamera mich sieht. So. Das Telefon wird mal am Lader. Mal hinlegen. Okay. Okay. Und dann werde ich mal etwas trinken. Wir haben heute gelaufen, schau mal, 7,5 Kilometer, noch 9,41, aber noch nicht die Hälfte, aber es war ja viel Schrubben durch dem Gras. Paar schöne Bergen hier neben den Kapelle. Ist richtig schwieriges Gelände hier, muss ich schon sagen. Hat mich viel Mühe gekostet. Mit dem ganzen Matsch, ne? Ja, es war schon nicht einfach. Ja, was soll man machen, ne? Oh, herrlich. Ich hatte richtig Durst. Dann habe ich noch einen Apfel. Es weht schon, ne? Es weht schon. Trotzdem ist das Wetter schön. Von -3 zu +16, ne? Das ist unglaublich. ...9,41 Kilometer und haben doch schon einiges gesehen hier. Aber es ist verdammt wendig. Und dahinter schaue ich noch immer auf die NATO-Basis. Da sind wir ganz oben rumgelaufen. NATO-Stützpunkt sagt man ja in Deutsch, ne? NATO-Stützpunkt. Wie schon sagt, die Nordatlantic Terrorist Organization, die das russische Volk ermorden möchten. Ne? Aber unser guter Freund Putin lässt das nicht zu. Aber die braunen Ratten vom Fernsehen und Radio, die drehen den Spieß natürlich um. Das sind ja alles Lügner. Lassen wir hoffen, dass die Whiteheads die NATO aufräumt. Und die braunen Ratten haben Kriege genug geführt. Das muss ändern. Eine alte Achse von einem alten Wagen. Guck mal, wie geil. Da steht ein Wagenrad, ein größeres. Und wir laufen in ein deutsches Dorf hinein. Da sind die Hühner. Und 2 Kobolde. Wir gehen nach links und da gibt es etwas zu sehen. Also, in welchem Ort sind wir hier? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ahnungslos. Und die nächste Kapelle.
Ja, Leute, wir haben die Mitte der Tour erreicht. Wir gehen jetzt Richtung Stahel und wir verlassen Niederbusch. Das war Niederbusch, wo wir da waren. Also wir müssen noch 8,4 Kilometer jetzt. Nach 9,32 Kilometern kommen wir in Stahel. Und das war das nächste Dorf, ja, stand auf dem Schild. Da sehen wir schon die Kirche von Stahel. Sieht recht modern aus. He? Nach 10,4 Kilometern verlassen wir Stahel wieder. Und jetzt geht es wieder Richtung Niederbusch. Halben Kilometer. Und da steht ein schönes Fährchen. Ne? Guck mal, was da für ein Gaul steht im Wasser. Da stehen ja mehr. Und da hinten steht auch noch einer. Ein weißer, ein dunkler, noch ein weißer, ein dunkelweißer und ein weißer. Und der weht, das ist unglaublich. Ah, das sind Ponys. Der eine Pony läuft unter der großen durch. Ne? Ah, Jungs. Und? Du bist der Star des Tages, ne? Ja, du bist der Star des Tages. Schönes Pferd bist du.
Fahrräder, Leute. 2, 4, 5 Fahrräder. 6, da unten ist noch einer. Unglaublich. Das ist eine Farm so zu sehen. Guck all die Bäume hier, wie die aussehen. Was ist dann hier passiert? Ja, es ist tatsächlich eine Farm. Und da steht ein Fisch. Ich kann es nicht sehen, was da drauf steht. Ich werde das mal ausvergrößern auf die Kamera. Ah, das ist der Heringshof. Rabattenbus. Okay. Eine Plakette. Naturfahrt. Das ist die Naturfahrt hier. Folge dem Pfad. Oh, okay. Naja, steht auch ein Insekt, ne? Okay. Auch hier gibt es wieder ein schönes Schwimmbad, Leute. Schaut euch das mal an. Unglaublich hier. Dann werde ich mal versuchen, hier entlang zu kommen. Heiliger Scheiße. Ich habe den Rucksack auf der Rücke, also das ist scheiße. Dann gehen wir da rum, so. Ja, das geht. Hier komme ich schon irgendwie rum. An den Bäumen festhalten und einfach weiter spazieren. Boah. Aber da kommt noch mehr. Das war es jetzt nicht. Unglaublich. Was für eine Schweinerei hier. Puh. Heiliger Scheiße. Wir haben schon mehr Leute gelaufen.
Guck mal die Schwammen hier unten. Das sind ja richtige dicke Dinger, ne? Und man hört, wie die Wetwemacher runterkommen in den Wald. Das sind Dornen. Die möchte ich mal wegbringen. Das sind auch Dornen. Mit ein bisschen Fantasie kommt man da schon herum, ne? Boah, was für eine Scheiße ist das hier. Und wir kommen an den See, Leute. Wir kommen an den See. Und ich laufe hier durch den Wald, weil da ist alles matschig. Schau mal an. Dafür machen wir das, ja, für solche Ansichten. Das ist unglaublich. Das nächste Wasser kommt bestimmt, Leute. Guck mal, was im Wasser da. Hier ist auch Wasser. Guck mal, Leute, raus aus dem Matsch. Und da sind Vögel. Und Fischer. (1,5) 15 Kilometer, Leute. 15 Kilometer voll. Noch 1,89 Kilometer bis zum Auto. Also wir laufen jetzt zurück zu Schönfeld. Und das hier ist eine schöne Allee. Aber der Wind ist schon richtig heftig. Ja, Leute, nach 15,2 Kilometer laufe ich wieder in Schönfeld. Und müssen wir noch 1,84 Kilometer bis zum Auto, noch kein 2 Kilometer mehr. Und da muss noch eine Sehenswürdigkeit kommen, aber wir werden sehen. Ja, die Planung war schwierig für diese Wanderung. Ich wollte sie aufgeben, aber habe ich nicht gemacht. Froh, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich sie durchgesetzt habe. Das war doch schon eine relativ schöne Wanderung. Ne? Jetzt die letzten Kilometer. Ich sagte schon, da muss eine Sehenswürdigkeit sein. Ich habe keine Ahnung, was das wieder war. Wahrscheinlich noch 2. In Schönfeld selber, glaube ich. Und ich denke, dass ich mich erst melden werde danach beim Auto. Als ich da die Abmoderation mache. Ja, das wäre mal ein Plan, ne? Und das war super matschig. Da kann man wohl sagen, das war richtig matschig.
für Schwimmbäder durch den Wald gelaufen, ne? Quer durch den Wald gelaufen. Ihr habt es ja gesehen. Naja, ich gehe euch auf den Schönfeld, Leute. Was für ein Protzbau. Unglaublich. Nach 16,5 Kilometern habe ich das letzte Highlight erreicht. Und ich bin nur 20 Meter von meinem Auto entfernt. Schönfelder Hoeve an Unterrode Beek. Ja Leute, das war die Tour wieder, ne? Ich bin jetzt im Auto. Maar es war zu viele Leute, um da noch eine Abmoderation zu machen. Und ich mache die Abmoderation jetzt mit meiner alten Sony-Kamera, ne? Das ist auch kein Problem. Also, ich habe schon gesagt, es war doch eine schöne Wanderung, ne? Hatte ich nicht erwartet. Ich stand ja davor, die Wanderung war ganz schwierig zu planen. Da stand ja davor, die abzubrechen und anderen zu nehmen, aber nein. Ich bin froh, dass ich es doch gemacht habe. Hat auch einiges zu sehen. Es war nur viel Matsch. Ne? Wie ich schon sagte, ich bin quer durch den Wald gelaufen manchmal. Einmal habt ihr ja gesehen, wie ich da durch den Wald gelaufen bin. Ne? Also das war schon ein Abenteuer. Da gehen wieder Leute weg. Also es ist hier so riesig voll auf dem Parkplatz hier. Was hier los ist, weiß ich nicht. Ob das alles Wanderer sind, ich habe keine Ahnung. Hier liegt ja das Gehöft, das wir am letzten gesehen haben. Ne? Also, da war auch eine Party, sag ich. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Also was haben wir heute geschafft? 16,9 Kilometer heute. Jawohl, 16,9. Das ist eine schöne Zahl vom Sonntag, ne? Im Herbst, Spätherbst schon. Auch 16 Grad heute, also 16 Grad, unglaublich, alles 16. Das war richtig warm, ne? Nach dass wir vorherige Woche minus 3 Grad Schnee hatten. Naja Leute, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen hoch. Erzähle es weiter. Schau mal auf Patreon vorbei, da werde ich jetzt all die Fotos, die ich gemacht habe mit dem iPhone, werde ich alle auf Patreon hochladen, ja. Da könnt ihr die schon sehen. Und auch, ja, macht ihr einfach Mitglied auf Patreon. Sie sind nicht die Ersten, die das machen, das habe ich schon mehrere gemacht. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video, ne? Ja. Das nächste Video kommt bestimmt. Ich weiß nicht, wie das Wetter nächste Woche ist. Ich muss es immer mit das Wetter jetzt planen. Ne? Es ist Spätherbst, dann kommt der Winter, der 21. Dezember. Ach Mann, das ist unglaublich, was der labert. Ne? Also Leute, gebt dem Video ein Like, Daumen hoch, abonniert den Kanal auf BitChute und auf YouTube. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ihr Theo. Ciao, ciao.